In meinen Arbeiten beschäftige ich mich mit den Schattenbereichen und Zwischenwelten zwischen Bild, Ton, Licht und Raum. Dieses Feld erforsche ich in installativen und performativen Arbeiten, als Solokünstler und auch in Kollaborationen. In meinen Arbeiten spielen generative Prozesse eine große Rolle. Dabei entwickle ich Algorithmen, also Abläufe, die mehr oder weniger autonom ein klangliches oder visuelles Ergebnis erzeugen. In weiterer Folge übernehme ich dann die Rolle eines Kurators und wähle aus den generierten Outputs aus und passe, falls notwendig, den Prozess wiederum an. Durch diese Art zu arbeiten bin ich im konstanten Dialog mit diesen Prozessen und gebe auch ein gewisses Maß an Kontrolle bewusst ab. Dabei entstehen oft unvorhersehbare Dinge oder vermeintliche Fehler, die mich allerdings ganz besonders interessieren. Man könnte also sagen, dass ich in gewissen Teilen meiner Arbeit meine eigenen Fehler oder die Fehler meiner Prozesse ganz bewusst kultiviere und auch weiterverfolge. Mein Interesse für dieses prozedurale Arbeiten hat sich aus meiner Beschäftigung mit der Fotografie entwickelt. Ich habe zuerst begonnen, mich mit digitaler Fotografie zu beschäftigen, war dabei aber nie besonders interessiert daran, die Realität abzubilden, sondern ich wollte viel eher abstrakte und auch ambivalente Bilder schaffen. Als ich dann später die analoge Fotografie entdeckt habe, hat sich mein Interesse für unvorhersehbare Prozesse entwickelt. Einerseits beim Fotografieren selbst, dadurch, dass man das Bild nach dem Abdrücken nicht sofort betrachten kann, und andererseits eben auch durch die Entwicklung des Bildes. Ich habe dann selbst auch begonnen, mich mit Fotochemikalien und den Entwicklungsprozessen zu beschäftigen und fand dort immer die Fehler eigentlich ganz interessant. Somit hat sich dann eigentlich diese Art zu arbeiten, in gewissermaßen die Suche nach dem Fehler für mich als sehr interessant herausgestellt. Ich habe dann auch absichtlich quasi Fehler bei der Entwicklung gemacht, um so unvorhersehbare Bilder zu schaffen. Diese Grundprinzipien sind auch heute immer noch in meiner Arbeit vorhanden, auch wenn ich mittlerweile mit ganz anderen Techniken arbeite. In meiner derzeitigen Schaffensphase beschränke ich mich auf Schwarz-Weiß bzw. auf Graustufen. Es geht auch sehr stark um die Schattierungen eben zwischen diesen beiden Extremen. Diese selbstgesetzte und bewusste Limitation erlaubt es mir, die Grenzen meines Materials weiter auszuloten. Für mich sind selbstgesetzte Limitationen immer sehr interessant und auch inspirierend. Außerdem erlaubt mir diese Limitation auch bei großformatigen und vollflächigen Installationen, die Arbeit nicht zu überladen. Es ist allerdings nicht so, dass ich es kategorisch ausschließe, jemals mit Farbe zu arbeiten. Beim Arbeiten mit Klang interessieren mich besonders die skulpturalen und räumlichen Aspekte. Ich arbeite viel mit Techniken wie der Granularsynthese, bei der Klänge in kleinste Teile zerteilt und neu wieder zusammengesetzt werden. Dabei entstehen klangliche Ergebnisse, die an der Schwelle zwischen Field Recordings, also natürlichen Aufnahmen, und synthetisierten Klängen liegen. Diesen Aspekt oder dieses Spannungsfeld zwischen natürlichen und synthetisierten Ergebnissen finde ich besonders interessant und versuche es auch in meinen visuellen Arbeiten einzubauen. Klangprojektion über Mehrkanalsysteme, also über Soundsysteme, die über mehr als 2 Lautsprecher verfügen, sind ein weiterer wichtiger Aspekt meiner Arbeit. Dabei ist es möglich, Klänge im Raum zu platzieren und sie auch um das Publikum herum zu bewegen. Gerade in Kombination mit vollflächigen Projektionen lassen sich dadurch virtuelle Welten schaffen, in die das Publikum eintauchen kann. Die räumlichen Aspekte interessieren mich auch in meiner visuellen Arbeit sehr stark. In meinem Studium habe ich begonnen, mich mit Full-Dome-Projektionen zu beschäftigen. Full-Domes sind kuppelförmige Projektionsräume, die vollflächig bespielt werden. Und dadurch ist es wirklich möglich, visuelle und klangliche Welten zu schaffen,
die das Publikum komplett umschließen. Das Begehen von Klang- und Bildräumen interessiert mich ganz besonders und diesen Aspekt wollte ich auch in die Installation für die Landesgalerie mit einfließen lassen. Die Arbeit in der Landesgalerie besteht aus 2 Teilen: einer großflächigen Einzelprojektion mit Stereo-Sound, also mit 2 Lautsprechern, und einem zweiten Teil, der aus einer 360-Grad-Projektionsumgebung mit Mehrkanal-Sound besteht. Ich fand diese Gegenüberstellung ganz besonders interessant. Zwischen diesen beiden Teilen haben wir uns dafür entschieden, eine Pause zu setzen in Form dieses abgedunkelten Gangs. Mit der Arbeit für die Landesgalerie wollte ich starken Bezug auf die Architektur der Galerieräume nehmen. Das war mir besonders wichtig, weil diese ja doch einige sehr spezielle Eigenschaften haben. Einerseits sind es diese schiefen Wände, die durch die Drehung der Architektur entstehen. Die Landesgalerie besteht ja im Grunde aus einem Kubus, der in sich verzerrt und gedreht ist und so quasi diese Geste in Richtung Donau erzeugt. Diese schiefen Wände, die sich dann auch in den Galerieräumen fortsetzen, wollte ich dann als Projektionsfläche verwenden, was einerseits eine Herausforderung ist, aber andererseits auch viele interessante und sehr ungewöhnliche Blickachsen erzeugt. Ein weiterer interessanter Aspekt an den Räumen im 3. Stock ist diese Aussichtsterrasse, die einen Blick auf die Donau ermöglicht. Dadurch entsteht ein sehr interessanter Kontrast zwischen dem komplett abgedunkelten Galerieraum und dem Außenbereich. Was mir speziell im zweiten Teil der Arbeit, in der großen 360-Grad-Projektion, sehr wichtig war, dass es keinen zentralen Blickpunkt oder kein Vorne gibt. Also möchte ich das Publikum eigentlich dazu einladen, sich frei im Raum zu bewegen und die Arbeit aus unterschiedlichen Perspektiven und Blickpunkten zu betrachten.